neuer Tag, neue Arbeitszeit sozusagen. Mal schauen, wohin wir heute oder wie weit wir heute kommen. Das ist der aktuelle Stand. Ich dachte, das zeige ich euch einfach nochmal, bevor es jetzt hier weitergeht, einfach um den Unterschied sehen zu können. Und ja, ich würde jetzt gar nicht so lange drum herum reden. Ich fange jetzt einfach an, hier weiterzumachen und dann schauen wir mal, wie es gleich aussieht. Da sie eben nicht wie die Wand hier mit dieser ganz normalen Trockenbaukonstruktion gebaut ist, so wie die, sondern die wurde hier nachträglich nochmal reingezogen. Rein mit Holz ist dadurch tatsächlich durchaus stabiler und schwerer wegzubekommen. Ist auch im Boden verdübelt. Hier seht ihr noch eine von den Schrauben. Und warum auch immer wurde das auch noch direkt auf den Teppich, auf den alten drauf gebaut. Und der ist auch noch voll verklebt, das heißt, der muss auch noch irgendwann mal raus. Aber man muss sagen, es geht voran. Also vor allem das Chaos wird deutlich mehr. Obwohl ich schon angefangen habe, ein bisschen aufzuräumen. Aber da fehlt jetzt natürlich schon ein ganzes Stück. Also ich glaube, dass wir das in absehbarer Zeit rauskriegen. Dann fehlt eigentlich nur noch die Wand da hinten und auch noch das Stückchen Holz-Trockenbauwand auch im anderen Raum da hinten. Aber ja, wenn die ganzen Wände draußen sind, dann kommt der Elektriker, wird die ganzen Sachen hier mal verlegen, so wie es noch nötig ist. Beziehungsweise ganz viele Kabel kommen eh weg. Und dann kann hier drin gestrichen werden und dann sind wir schon fast fertig, in Anführungsstrichen. Ja, ich würde sagen, viel zu tun. Ihr seht, es ist dunkel da hinten, das heißt, es ist eigentlich auch Nacht. Und ich gehe jetzt mal ins Bett, würde ich sagen. So, und damit sind wir auf der Baustelle. Es ist leider nicht so viel passiert, wie eigentlich geplant. Aber ihr seht, dass da vorne die Wand hier, das ist ja so eine Wand, da waren Scheiben drin, die Scheiben seht ihr da hinten, ist jetzt auch langsam fast komplett draußen. Die ist deutlich schwerer rauszukriegen als diese ganz normalen Trockenbauwände. Denn die hier ist tatsächlich mit Holz komplett gebaut und das ist deutlich massiver und schwerer rauszukriegen. Aber es geht voran, es fehlt da hinten noch ein Stückchen und dann kommt es da oben noch raus und dann ist das weg. Die Wand geht dann wahrscheinlich relativ schnell raus und ebenso da hinten hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Das heißt, die Wand muss noch raus und dann sind wir mit den Wänden rausreißen fertig. Das ist schon mal ein großer Schritt. Die beiden alten Heizungen kommen vermutlich raus, denn es gibt ja auch noch viel mehr hier. Dann ist der nächste Schritt, dass der Elektriker kommen wird. Den habe ich schon ein bisschen vorgewarnt, aber vorher wollte ich wahrscheinlich erstmal hier noch ordentlich aufräumen müssen. Was ich mir auch überlegt habe, ist, da die ganzen Steckdosen hier rauskommen, wir haben 2 Steckdosen an der Seite, ob es nicht sinnvoll wäre, gleich Steckdosen in den Boden legen zu lassen. Das heißt, man fräst so einen schmalen Gang hier rein, legt dann Steckdosen relativ in der Mitte der Räumlichkeiten, das ist ja nur noch ein Raum, hin und dann wird der ganze Boden wieder zugemacht und dann hätte man die Steckdosen direkt unter den Tischen, ohne dass man jetzt irgendwo Kabelsalat hätte. Ebenso müssen wahrscheinlich noch ein paar Gänge in die Decke gefräst werden, weil ja noch ein paar Stromkabel verlegt werden müssten. Da muss ich mal mit dem Elektriker sprechen, wie das Ganze aussieht. Ansonsten, was ich auch noch hier heute euch noch zeigen möchte, ist, ihr seht hier dieses Rechteck und zwar ist dieses Rechteck ziemlich genau das an Größe, was die aktuelle Brickworld drüben bei mir im Büro einnimmt. Es sind ungefähr 5,7 Quadratmeter, ergibt sich halt ein relativ krummer Wert durch die Größe der Baseplates, aber das hier ist die Größe der Brickworld, der aktuellen Brickworld. Ich versuche jetzt mal hier rückwärts zu gehen und dann seht ihr gleich mal, behaltet es im Auge, was für einen Unterschied das an Größe macht. So, jetzt bin ich hier vorne an der Tür angekommen. Ihr seht hier Türrahmen. Und das da hinten, seht ihr, ist die Größe der aktuellen Brickworld. Und wir haben diesen ganzen Raum und dahinter ja noch einen. Ich habe es mal nachgemessen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Video schon gesagt habe, weil das Video verteilt sich über mehrere Tage. Es sind ziemlich genau 120 Quadratmeter, was dann dieser Raum hier sein wird, wenn alle Wände raus sind. Und das ist schon krass, muss ich sagen. Wenn man sich bedenkt, das hier ist der Platz der aktuellen Brickworld und die sieht gar nicht so klein aus drüben, aber hier in diesem Raum, wir können auch mal jetzt hier rüber schwenken, geht es ja halt fast verloren. Wir haben ja hier drüben noch den Platz und hier, das wird auch ungefähr die Stelle sein, glaube ich, an der ich die aktuelle Brickworld stellen werde. Dann haben wir nämlich hier hinten noch Platz für die ganzen Gleise, vielleicht rutscht es noch ein bisschen her. Wir haben hier vorne auf jeden Fall noch Platz, um noch ein bisschen mehr Fluss zu bauen. Und wir haben natürlich auch noch jede Menge Platz, um in die Richtung, auch in die Richtung
weiterzubauen. Das heißt, die Zugstrecke kann da hinten verlaufen, dann hier werden wir hier noch ein bisschen mehr Altstadt haben, da hinten vielleicht so im ländlichen Bereich mit einem vermutlich relativ hohen Berg und dann können wir hier mehr ins Städtische kommen, vielleicht auch ein paar höhere Gebäude. Der Zoo ist unbedingt eine Sache, die ich unbedingt bauen möchte. Das Technische Museum wäre dann vermutlich ungefähr an dieser Stelle hier, ja, ungefähr, schauen wir mal, ja, ungefähr hier, wo ich jetzt gerade über die ganzen Sachen fliege und da ist immer noch jede Menge Platz. Was ich mir auch überlegt habe, ist, ob wir, wenn wir die Tische neu bauen, ob wir die Tischhöhe nicht ein bisschen verringern, was uns dann die Möglichkeit ergeben würde, auch etwas höher zu bauen. Also da schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ansonsten kann ich euch noch sagen, ich bin gerade in Verhandlungen mit einem Online-Spielwarenhandel, mit dem telefoniere ich am Montag nochmal. Die geben mir die einmalige Chance, eine gewisse Anzahl an Baseplates, also die 48x48er, als auch die 32x32er, fast zum Einkaufspreis, das ist eigentlich im Grunde der Einkaufspreis, zu kaufen. Die kommen mir da enorm entgegen, unter anderem auch die 15 48er Platten, die dann hier hinkommen, also 3x5, denn hier würde ja dann das Areal entstehen, an dem eben dann die ganzen Gleise sind. Also hier wäre dann der Bahnhof, die ganze Größe rüber mit 2 48er Baseplates Tiefe und hier ungefähr in diesem Areal entsteht dann der hintere Teil des Bahnhofs, also die Gleisanlagen mit den 8 Gleisen, von dem einer Durchfahrtsgleis ist und 7 eben für die Haltestellen sind und ist, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Und dann können wir hier ganz locker das alles wieder zusammenführen, ebenso in die Richtung. Und da wird es dann irgendwo in die Stadt fahren mit 2 Gleisen. Mal schauen, wo es hingehen wird. Und die Idee ist, dass dann der Zug irgendwann, ja, innerhalb der Stadt irgendwann unterirdisch gehen wird. Und dann wird er irgendwann unter dem Tisch zurückgeführt. Die Idee ist einfach die, ich möchte ja das Ganze relativ realistisch halten. Und das heißt eben auch, dass ich nicht eine unrealistische Zugstreckenführung haben möchte. Das heißt, ich werde jetzt nicht einfach irgendeinen Kreis mitten durch die Stadt führen, sondern ich möchte das schon halbwegs realistisch haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir das vielleicht noch irgendwann aufteilen und wir vielleicht noch eine Gabelung haben hier rüber und dann nochmal verschwinden. Das ist alles möglich, aber ich möchte jetzt nicht sehr, sehr enge Kurven oder einen Zug haben, der einfach jetzt um den Tisch fahren muss, weil es nicht anders geht. Das Ganze soll eben so, wie eben auch die ganze Idee hinter Brickworld ist, relativ realistisch sein. Und ich denke, das können wir hier in diesen Räumlichkeiten auf jeden Fall erreichen. Und ich glaube auch, dass es einige Zeit dauern wird, bis das hier alles in dem Detail gerade gefüllt ist, in dem ich aktuell baue. Aber ich bin zuversichtlich, dass das hier ein tolles Projekt wird. Vor allem auch dank euch, dank eurer ganzen Abos, dank eurer ganzen Views auf die Videos und auch natürlich durch die ganzen Spenden in den Livestream, als auch durch die inzwischen 24 Kanalmitglieder. Also vielen Dank auch an euch alle. Ihr werdet auch am Ende gleich nochmal eingeblendet. Und ansonsten würde ich sagen, mit diesem, ja, ich würde schon sagen, beeindruckenden Bild, wie klein die Brickworld hier drin aussehen wird, beende ich das Video heute. Das war's dann. Schönen Sonntag an euch alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne einen Daumen oben als auch ein Abo, damit ihr nicht mehr verpasst, wie es hier weitergeht. Und dann gibt es demnächst natürlich wieder ein neues Update aus der Brickworld, als auch hier auf der Baustelle und auch zum Thema Shop. Dioramen wird es bald mehr geben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.